Frisch ist es geworden. Nicht schleichend, sondern von jetzt auf gleich. In den HR-Wettervorhersagen ist schon von Bodenfrost die Rede. Ja, spätestens mit dem Blick auf die Temperaturen weiß man, der Herbst ist bei uns angekommen. Herbst, nachts 3 Grad und Frost. Macht alles zusammen brrr. Kein Wunder, wenn da schon die dicken Klamotten ran müssen, wie hier in Oberursel. Selbst das Holzschaf zieht sich noch was an. Draußen sitzen ohne Heizstrahler wohl keine Option. Von dem plötzlichen Temperatursturz wurden viele überrascht. Ich kenne es nicht so abrupt. Also wir hatten ja Hochsommer 32 Grad und dann gefühlte unter 20, ohne quasi einen Herbst zu haben. So eine Übergangszeit so mit 20ern. Also fehlt schon was dieses Jahr, ja. Ja, von heute auf morgen wurde es direkt kalt. Es war erst noch richtig warm, man konnte Kleider tragen. Und dann 2 Tage später musste ich den Mantel auspacken. Ja, und jetzt ist es tierisch kalt, ne? Also ich bin ein Sommermensch. Natürlich hätte ich mir jetzt ein bisschen einen leichteren Übergang in den Winter erhofft. Aber auf der anderen Seite gut, dass der Regen kam. Ja, ich war überrascht über die starken Abstürze. Aber Gott, was macht man? Man passt sich einfach an die Temperatur, oder? Und dann holt man die Kleider raus oder macht mal vielleicht sich warme Gedanken, so ungefähr. Also es fühlt sich irgendwie schon wie Winter an. Und es war dieser abrupte Wechsel von Sommer auf gefühlt Herbst oder ist ja auch schon Herbst. Fühlt sich nicht gut an. Die Heizung zu Hause, ist die noch auf Null? Ja, in der Tat. Also das Einzige, was aus dem Schrank rausgekommen ist, ist der Schlafsack, den ich dann abends so auf dem Sofa noch ausbreite, damit es nicht zu kalt wird. Aber Heizung ist noch nicht an. Ja, ich traue dem Sommer noch arg hinterher, ja. Wir haben gestern den ganzen Tag gefroren. Auch die Pflanzenwelt richtet sich schon auf den Herbst ein. Die Sonnenstrahlen täuschen, es ist schon bitter kalt, zumindest abends. 9, 8, 7, 6 Grad ist ja nicht so unsere Temperatur eigentlich. Also ich friere und wir haben ja gerade gehört, die Hessinnen und Hessen machen sich auch so ihre warmen Gedanken. Übrigens auch die Pflanzen leiden darunter, aber es gibt Schutz. Gerade die Zitruspflanzen mögen Kälte nicht so besonders. Die immer schön im Auge behalten, empfiehlt Experte Matthias Knappitsch. Das sind die typischen verdächtigen Zitruspflanzen, hat man gerne draußen im Sommer. Die brauchen auf jeden Fall ein Winterquartier. Und bei denen so ein bisschen aufpassen, wenn es jetzt für dich in die Minusgrade reinrutscht, brauchen die auf jeden Fall schon Schutz. Das heißt, frostverträglich sind die gar nicht. Aber wohin damit? Man muss sie auf jeden Fall reinholen, das heißt, die müssen frostgeschützt werden. Man kann sie im Wohnzimmer überwintern, das heißt warm überwintern oder im Keller kalt überwintern. Gibt es zweierlei Möglichkeiten, aber auf jeden Fall vor dem Frost schützen. Wer seinen Balkon oder Garten auch im Herbst bepflanzen will, sollte zu robusteren Genossen greifen. Ja, also im Grunde sehen wir jetzt hier auch schon typisch für die Jahreszeit den Aufbau von Herbstpflanzen. Das heißt, die Herbstpflanzung geht immer so gegen Ende August schon los. Das heißt, auch da sind wir komplett im Zeitlimit drin. Die Pflanzen können draußen stehen bleiben, über den Winter draußen stehen bleiben. Die ganzen Knospenheiden blühen jetzt schon auf. Es gibt Sorten, die dann erst später aufblühen. Aber das ist unbedenklich, die draußen stehen zu lassen. Die müssen sie nicht einpacken. Aber woher kommt dieser rapide Wetterumschwung von Sommer auf ziemlich kalt? Ich fand es auch unangenehm. Ich glaube, jeder hat dieses Gefühl gehabt, dass das doch wie Ausschalten des Sommers war, von einem auf den anderen Tag. Aber sowas kann passieren. Vielleicht fühlte es sich auch einfach härter an, weil die Sommerphase so lang war. Bis auf ein paar warme Tage ist der Sommer in Hessen abgereist. Folgt nach dem Temperatursturz ein strenger Winter? Überhaupt nicht. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Langfristvorhersagen sind ehrenwert, Computer rechnen sowas, aber die Trefferwahrscheinlichkeit ist so, als wenn Affen würfeln. Auch Pflanzenliebhaberin Stefanie Weber findet zum Wetter klare Worte. Wann beschweren wir uns nicht über Wetter, ganz ehrlich? Also ist es auf einmal zu heiß, beschwert man sich, wird es auf einmal zu kalt, beschwert man sich und mir kommt es nur gelegen. Also ich finde es angenehm. Oder sie machen es wie der Kürbis, ziehen sich warm an, aber dafür auch farbenfroh. Vielleicht wird es einem dann ja ein bisschen wärmer ums Herz.